der fehlte noch. Den brauche ich jetzt noch. Also, dann starten wir mal durch mit einer Spachtelmasse. Die kennst du. Die ist so schön pastos, also richtig cool. Und ja, damit fangen wir einfach an. Um einen ganz schön fließenden Anfang auch, ja, einfach auch zu haben. Und mit dem Werkzeug hier kann man sich so schön einfinden auf der Leinwand und ja auch in diese Masse. Wie lässt die sich jetzt verteilen? Lasse ich sie so dick drauf oder verteile ich sie ganz flach? Das sind ja jetzt genauso die Sachen, die so entstehen beim Tun. Ja, ach, das Papier will schon von alleine rauf. Ja, das habe ich mir schon hingelegt, weil ich das noch einarbeiten will, weil der Farbton einfach so schön ist. Und man kann ja auch einfach so Materialien mit in die Masse einarbeiten. Hier drückt sich schon wieder das Kreuz durch. Das ziehe ich hier nochmal kurz glatt. Ja, man kann ja unterschiedliche Materialien mit in die Masse einbringen. Also die Masse an sich hat ja schon eine Struktur und damit kann ich ja auch Strukturen erzeugen. Aber heute will ich hier diesen Farbton einfach nochmal mit reinbringen. Ja, ich habe nur diesen kleinen Rest. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, ob das zu dünn ist oder gleich aufweicht. Keine Ahnung, kann alles passieren. Aber ob das überhaupt mit meiner Strukturmasse geht, aber es sieht gut aus hier. Scheint gut zu funktionieren, sehr gut sogar. Also es zieht sich sofort rein, es weicht nicht auf. Das ist ganz gut hier. Das sind jetzt hier meine Pfingstrosen in Papierform. Im Papier sind ja schon so ein paar Knicke drin und in der Strukturmasse jetzt auch, aber so ein paar Querlinien will ich hier noch reinbringen. Ich will das auch noch mal testen gerade, wie das funktioniert. So, jetzt sind überall noch mal Querlinien auch drüber. Jetzt ziehe ich es noch mal ein bisschen glatter. Ganz so hoch will ich es auch nicht haben. Heute zumindest nicht. Ja, so muss das jetzt erstmal trocknen. Dann Kaffee trinken. Erstmal. Ja, und dann geht es weiter. Einmal getrocknet und man sieht hier ganz schön die ganzen tollen Linien und Knicke drin. Also alle sehr aufeinander abgestimmt, würde ich mal sagen, als wäre es Absicht. Ja, ich habe das so gewollt. Das ist ja oft so in der Kunst. Ja, der ist noch ein bisschen warm und hier ist es noch ein bisschen klamm. Also mache ich es trotzdem. Ja, nehme ich jetzt meine Hände oder das Werkzeug hier, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich damit das Papier wieder kaputt mache. Genauso wie mit dem, weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber obwohl das fühlt sich gut an. Da sind jetzt keine Strukturstückchen drin, weil ich es nicht sauber gemacht habe. Sonst kann man auch die Hände nehmen. Das geht auch gut. Mal gucken, wie das so die Farbe annimmt. Aber man sieht jetzt ganz schön die Struktur. Und den Farbton kann ich jetzt nochmal darauf ziehen. Den habe ich mir nämlich angemischt. Darauf habe ich mich schon gefreut. Diese zarte Farbe doch machen kann. Also es ist doch ja auch so ein kleiner Knaller. Aber ich brauche noch was Dunkles jetzt.
Dann nehme ich hier meine schönen dunklen Farbton. War jetzt ein bisschen viel gerade. Aber ja, es ist auch immer schön, so einen Kontrast zu haben, finde ich. Kann man sich auch so hinschieben wieder, wo man den hinhaben will und ja auch so langsam arbeiten. Dann zieht das so schön in die Masse rein. Also ich glaube, die kann das gut ab, die ist trocken genug. Und dabei kommt ja genau dieser Effekt der Masse zur Geltung. Hier ist es jetzt ein bisschen zu flüssig. Lassen wir es noch mal ein bisschen schneien. Ist ja auch immer ist schön mit anzusehen. Also wie das aussieht, was da passiert, ist auch immer toll. Jetzt habe ich gerade überlegt, hier passt da auch so schön Gold zu. Das habe ich mir gerade geholt, das Werkzeug sauber gemacht und hier können wir jetzt toll dazu den Farbton nehmen. Das passt gut dazu. Ist auch so schön damit zu arbeiten, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht zu viel darauf packe. Ich habe gerade so gedacht, das sieht jetzt aus für mich wie so ein Meerbild, wo die Sonne gerade untergeht und der Himmel sich so färbt und noch so das goldene Licht auf den Wellen spielt. So sieht das gerade für mich aus. Also es sind tolle Effekte da drin. Mal gucken, wie das aussieht, wenn es trocken ist.
aber so gefällt mir das ganz gut und der Prozess war auch sehr ruhig. Also man kann das einfach so machen. Misch dir einfach deine Masse an, das geht so schnell und einfach. Und dann lässt du die trocknen und in der Zwischenzeit kochst du dir einen Kaffee und genießt einfach deine Zeit mit dir. Und es fühlt sich manchmal so an, wie wenn man Blumen sieht. Also mir geht es immer so, wenn ich Blumen sehe, vor allen Dingen draußen, dann ja, freut man sich einfach. Also einfach machen. Der ist auch schon im Shop jetzt. Das Video dauert bestimmt noch, weil es einfach viel, viel Arbeit ist. Also genieße deine Zeit. Hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss. Diesmal ging es gut von der Hand und hat Spaß gemacht und es lief einfach und ja, das war angenehm, aber natürlich gibt es auch andere Tage, wo es dann auch gar nicht funktioniert und wo ich auch Bilder übermale. Ich habe das ja gelesen bei euch in den Kommentaren. Also danke nochmal für eure lieben Kommentare, das bereichert immer. Mal gucken, ob ich irgendwie auch dazu mal ein Video machen werde. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, dass es natürlich nicht immer gut läuft und dass auch sowas dazugehört. Und dazugehört tut vor allen Dingen auch, ja, du kannst aber was machen. Du kannst aber etwas verändern. Und selbst wenn es dann blöd aussieht am Ende, hast du die Möglichkeit, das wieder umzukehren und daraus etwas zu machen, was dir gefällt. Und es ist halt nicht nur das Ergebnis, was zählt, sondern vor allen Dingen das Tun. Und deshalb freue ich mich, dass ich das hier machen kann und euch die Kunst auf so vielfältige Weise auch näher bringen kann. Also schön, dass du hier bist. Danke für eure lieben Kommentare. Danke vor allen Dingen für eure tollen Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Das ist wundervoll. Also ich freue mich total. Und jetzt hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!